Stell dir vor, du gehst zur nächsten öffentlichen Bücherei, aber anstatt Bücher leihst du dir hier ein Pavillon aus, denn dein Geburtstag steht vor der Tür. Genau hier holen sich übrigens deine Eltern immer den Hochdruckreiniger für ihre Einfahrt und dein Nachbar die Apfelpresse, um eigenen Apfelsaft zu machen. Genau das passiert jetzt gerade überall in Wales. Das ist die Geschichte von einer alleinerziehenden Mutter aus dem Jahr 2017, die einfach nur gegen die Abschaffung ihrer öffentlichen Bücherei kämpfen wollte und damit nebenbei ein ganzes Land verändert hat. Und damit herzlich willkommen zu deinem Gegengift gegen Panik und lähmende Schlagzeilen. Hier kommt dein Happen Hoffnung in deutlich unter 2 Minuten. Becky Harford hat ein Problem. Sie hat als alleinerziehende Mutter nicht so viel Geld zur Verfügung. Die öffentliche Bibliothek ist für sie sowas wie ein sicherer Hafen. Da geht sie mit ihrer Tochter regelmäßig hin. Sie sagt, dort gibt es keinen Erwartungsdruck, dass ich etwas kaufe. Die Menschen dort freuen sich einfach, dass wir da sind und diesen Ort nutzen. Ihr Problem ist, der Stadtrat kündigte gerade an, dass die Bibliothek geschlossen werden muss. Also tut sie, was sich für sie zu diesem Zeitpunkt unmöglich anfühlt. Sie ist mutig. Sie führt eine Protestkampagne an, um die Bibliothek zu retten. Und sie hat Erfolg. Fast aus Versehen legt sie mit diesem Erfolg sogar die Grundlage für etwas noch viel Größeres. Wales ist übrigens das erste Land, in dem es ein Gesetz gibt, das öffentliche Einrichtungen dazu verpflichtet, im Interesse zukünftiger Generationen zu handeln. Perfekte Grundlage für die Bücherei der Dinge. Und diese Bibliotheken der Dinge setzen genau das um. Mit jeder Ausleihe muss etwas nicht hergestellt werden. Das sind ganz einfach Ressourcen, die im Boden bleiben können. Und im Fall eines Pavillons, sind wir mal ehrlich, der wäre sonst nur für 364 Tage im Jahr im Keller. Ausleihen spart Rohstoffe, bringt weniger Müll auf Deponien und es stärkt das Miteinander. Denn Menschen haben jetzt Teilhabe, die sonst nicht die finanziellen Mittel dazu hätten. Ein Pavillon für 2 britische Pfund oder ein Beamer für 1 Pfund, das macht für viele einfach einen Unterschied, gerade weil es erschwinglich ist. Bibliotheken der Dinge gibt es natürlich auch außerhalb von Wales. Eine der ersten war in Berkeley, Kalifornien. Auch in Deutschland gibt es welche. Zum Beispiel kann man sich auch in manchen normalen Bibliotheken Dinge ausleihen. In der Stadtbibliothek Nürnberg zum Beispiel gibt es Instrumente zum Ausleihen. Und über nebenan.de findet man auch oft Privatmenschen, die ihre Dinge zum Teilen anbieten. Aber das Besondere in Wales ist eben, dass das wirklich landesweit geschieht. In der Stadt, in ländlichen Gebieten, im Landesinneren und an den Küsten. Auch die Angebote richten sich dann nach den Bedürfnissen vor Ort. An den Küsten zum Beispiel gibt es Wetsuits zum Verleihen, die im Landesinneren ja eigentlich keiner braucht. Seit 2021 haben die Ben Thick, wie sie sich im Walisischen nennen, mehr als 20.000 Ausleihen gemacht und damit 500.000 britische Pfund eingespart. Diese Geschichte zeigt für mich 2 Dinge. Wohlstand muss nicht durch Konsum entstehen und der Einsatz einer einzigen Person kann eine ganze Welle auslösen. Ich habe noch 2 Fragen für euch. Kennt ihr sowas irgendwo in Deutschland? Dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und wenn sowas gibt, was würdest du dir als erstes ausleihen? Ach, und was ich jetzt mache? Ich lege mir jetzt eine eigene Werkzeugbibliothek an. Die teile ich dann mit meinen Nachbarn, damit die wissen, was sie sich bei mir so ausleihen können und eben nicht mehr kaufen müssen. Tschüssi!